Lektion 1. Die richtige Technologie für die Arbeit auswählen. Hey Anna, ich wollte deinen Rat zu etwas einholen. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Laptop und versuche mich zwischen Windows oder Mac zu entscheiden. Was würde Ihrer Meinung nach für meine Arbeitsanforderungen besser geeignet sein? Das ist eine gute Frage. Welche Art von Arbeitssoftware verwenden Sie hauptsächlich? Das könnte Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen. Nun, ich verlasse mich sehr auf die Microsoft Office Suite, Word, Excel, PowerPoint, solche Dinge. Und einige branchenspezifische Programme, die tendenziell eher Windows-kompatibel sind. Ich verstehe. In diesem Fall würde ich wahrscheinlich empfehlen, einen Windows-Laptop zu verwenden. Die Microsoft-Programme lassen sich tendenziell besser in das Windows-Betriebssystem integrieren. Ja, genau das habe ich mir auch gedacht. Die Windows-Umgebung scheint einfach eher der Software zu entsprechen, die ich für die Arbeit benötige. Absolut. Außerdem sind Windows-Laptops im Vergleich zu den Apple-Optionen normalerweise etwas günstiger. Guter Punkt. Es könnte auch hilfreich sein, ein wenig bei den Vorabkosten zu sparen. In Ordnung, ich glaube, du hast mich überzeugt, dann entscheide ich mich für Windows. Wunderbar. Ich denke, das passt am besten zu Ihren Arbeitsanforderungen. Die Kompatibilität und die Kostenfaktoren machen Windows zur ersten Wahl. Einverstanden. Danke für den Input, Anna. Das hilft mir, mich in meiner Entscheidung sicher zu fühlen. Natürlich. Ich freue mich, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Windows wird Ihnen bei Ihrer Arbeit gute Dienste leisten. Fantastisch. In Ordnung. Dann ist es an der Zeit, nach bestimmten Windows-Laptop-Modellen zu suchen. Hört sich gut an. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen, während Sie Ihre Optionen eingrenzen. Werde ich tun, danke. Das wird mein Arbeitsleben mit dem richtigen Laptop so viel einfacher machen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Die richtigen technischen Tools können den entscheidenden Unterschied bei der Steigerung der Produktivität ausmachen. Absolut. In Ordnung, lass die Laptop-Jagd beginnen. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir hilfst, das herauszufinden. Ich helfe gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Suche nach dem perfekten Windows-Laptop für Ihre Bedürfnisse. Danke, ich nehme mir alles Glück, das ich kriegen kann. In Ordnung, Zeit zum Einkaufen. Lektion 2. Die Weisheit der Sicherheit beim Online-Shopping. Hey Anna, ich habe mich gefragt, was du davon hältst, heutzutage beim Online-Shopping vorsichtig zu sein? Es scheint, als wäre es besser, auf Nummer sicher zu gehen. Absolut. John, in der Welt des E-Commerce ist Vorsicht definitiv besser als Nachsicht. Es gibt so viele potenzielle Fallstricke, auf die man achten muss. Definitiv. Bei all den Betrügereien und Sicherheitsrisiken lohnt es sich, bei Online-Einkäufen wirklich wachsam zu sein. Genau. Dinge wie die Überprüfung der Legitimität von Websites, die Überprüfung sicherer Zahlungsmethoden und die Vorsicht vor Angeboten, die zu gut sind, um wahr zu sein, sind so wichtig. Vollkommen. Ich würde lieber etwas mehr Zeit damit verbringen, zu recherchieren und zu überprüfen, als zu riskieren, abgezockt zu werden oder dass meine Daten kompromittiert werden. Einverstanden. Es mag etwas mehr Aufwand erfordern, aber die Ruhe lohnt sich, wenn Sie wissen, dass Sie sicher online einkaufen. Absolut. Und die Folgen einer Sicherheitsverletzung oder eines betrügerischen Kaufs können so ein Kopfzerbrechen bereiten. Definitiv.
Es ist das Risiko einfach nicht wert. Nehmen Sie sich lieber die Zeit, um sicherzustellen, dass Sie bei seriösen, vertrauenswürdigen Quellen einkaufen. Genau. Wenn Sie im Voraus ein wenig Sorgfalt walten lassen, können Sie sich später eine Menge Ärger ersparen. Genau. Eine Unze Prävention ist ein Pfund Heilung wert, wenn es um die Sicherheit beim Online-Shopping geht. Ich hätte es selbst nicht besser sagen können. In Ordnung, guter Chat, Zeit, diese Tipps für meinen nächsten Online-Einkauf in die Praxis umzusetzen. Klingt gut, John. Bleib wachsam da draußen. Sicheres und intelligentes Einkaufen ist der richtige Weg. Du hast es. Ich weiß den Rat zu schätzen. Er wird mir helfen, in Zukunft mit Zuversicht einzukaufen. Ich helfe gerne weiter. Ich wünsche Ihnen viel Glück bei all Ihren zukünftigen Online-Shopping-Bemühungen. Danke, Anna. In Ordnung, Zeit, meinen Cyberdetektivhut aufzusetzen. Man muss diesen Betrügern immer einen Schritt voraus sein. Haha, ja. Detektivfähigkeiten sind ein Muss. Viel Spaß bei der Jagd und seien Sie auf dem digitalen Marktplatz sicher. Wird reichen. In Ordnung, lass das Online-Shopping beginnen, natürlich sicher und vernünftig. Lektion 3. Das Können des Paralympianers Han Long. Hey Anna, hast du von der unglaublichen paralympischen Athletin Han Long gehört? Ich bin wirklich fasziniert von seiner Geschichte. Nein, ich kenne Han Long nicht. Was macht ihn so bemerkenswert? Nun, Han Long ist ein paralympischer Schwimmer, der trotz erheblicher körperlicher Herausforderungen bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Oh, das ist wirklich inspirierend. Welche körperlichen Einschränkungen hat er und wie hat er es geschafft, im Pool zu glänzen? Soweit ich weiß, kann Han Long seine Beine nur begrenzt einsetzen, aber er hat einen Weg gefunden, dies durch seine Schwimmtechnik in eine höhere Bootsgeschwindigkeit umzusetzen. Wow, das ist wirklich bemerkenswert. In der Lage zu sein, physische Hindernisse zu überwinden und sie in Stärken umzuwandeln, ist so bewundernswert. Definitiv. Han Long ist einfach ein unglaubliches Beispiel für die Kraft von Entschlossenheit und Innovation. Absolut. Seine eingeschränkte Beinfunktion zu nutzen, um seine Schwimmfähigkeiten zu verbessern, ist eine so kreative und beeindruckende Leistung. Richtig. Er hat einen Weg gefunden, Erwartungen zu trotzen und neu zu definieren, was für Sportler mit Behinderungen möglich ist. Das ist so inspirierend. Es zeigt einfach, dass Menschen mit der richtigen Einstellung und Hingabe unglaubliche Dinge erreichen können, unabhängig von ihren körperlichen Einschränkungen. Genau. Han Longs Geschichte ist ein Beweis für den menschlichen Geist und die transformative Kraft der Beharrlichkeit. Ganz gewiss. Es ist erstaunlich, wie er es geschafft hat, seine wahrgenommenen Schwächen durch schiere Willenskraft und Können in echte Stärken umzuwandeln. Definitiv. Er ist wirklich ein Vorbild für jeden, der vor Herausforderungen steht, egal ob paralympischer Athlet oder nicht. Absolut. Hanlons Erfolge erinnern uns eindringlich daran, dass wir uns nicht von unseren Grenzen definieren lassen sollten. Gut gesagt. Seine Geschichte ist einfach so erhebend und motivierend. Ich kann nicht anders, als Ehrfurcht vor seinen Leistungen zu haben. Ich auch.
Es ist die Art von Geschichte, die dich wirklich dazu inspiriert, deine eigenen Grenzen zu überschreiten und nach Größe zu streben. Definitiv. In Ordnung. Ich freue mich jetzt noch mehr über Hanlons unglaubliche Reise zu erfahren. Wo kann ich mehr erfahren? Ich bin mir sicher, dass es viele Artikel und Interviews gibt, die sich mit den Details seiner Karriere und seines Trainingsprogramms befassen. Eine schnelle Online-Suche sollte einige großartige Ressourcen ergeben. Hervorragend, ich bin dran. Zeit, tiefer in die bemerkenswerten Leistungen dieses paralympischen Vorreiters einzutauchen. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, mehr über Hanlons Geschichte zu erfahren und zu erfahren, wie er weiterhin andere durch seine Erfolge inspiriert. Ich auch nicht. In Ordnung, lasst uns mit der Recherche beginnen. Das wird ein faszinierender Tiefentauchgang. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, mehr über diesen unglaublichen Athleten und seinen bemerkenswerten Weg zum Erfolg zu erfahren. Darauf kannst du wetten. In Ordnung, Zeit, die inspirierende Geschichte des Paralympianers Hanlong aufzudecken. Lektion 4. Die Kosten von Taxis. Hey Anna, ich habe mich gefragt, wie teuer sind Taxis in unserer Stadt heutzutage? Ich versuche herauszufinden, wie ich mich am besten fortbewegen kann. Das ist eine gute Frage, John. Die Taxipreise können je nach Tageszeit, zurückgelegter Entfernung und sogar dem jeweiligen Unternehmen sehr unterschiedlich sein. Ah, ich verstehe. Also gibt es keinen Standardtarif, hm? Gibt es etwas, auf das ich achten sollte, wenn ich ein Taxi nehme, wie zum Beispiel nach einem Logo oder einer Registriernummer zu suchen? Absolut. Es ist immer eine gute Idee, sicherzustellen, dass das Taxi das richtige Branding, Nummernschild oder andere Erkennungszeichen hat. Das hilft sicherzustellen, dass Sie eine legitime, regulierte Fahrt erhalten. Verstanden, das macht Sinn. Und was die tatsächlichen Kosten angeht, irgendwelche ungefähre Zahlen, die ich im Hinterkopf behalten sollte. Nun, der Basistarif liegt zu Beginn normalerweise bei 3 bis 4 US-Dollar, und dann sind es in der Regel 2 bis 3 US-Dollar pro Meile. Preiserhöhungen in Spitzenzeiten können den Gesamtbetrag jedoch erheblich erhöhen. Okay, das ist gut zu wissen. Es kann sich also wirklich schnell summieren, besonders bei längeren Reisen. Definitiv. Taxis können im Vergleich zu anderen Transportmöglichkeiten wie Mitfahrgelegenheiten oder öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich teuer sein. Guter Punkt. Ich muss den Komfortfaktor gegen die Kosten abwägen, wenn ich entscheide, wie ich mich fortbewegen soll. Absolut. Es geht darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Ihrem Budget und Ihren Transportbedürfnissen zu finden. Definitiv. In Ordnung. Danke für die hilfreichen Taxitipps, Anna. Ich fühle mich besser darüber informiert, was mich jetzt erwartet. Ich helfe gerne, John. Es kann schwierig sein, sich in der Welt des städtischen Verkehrs zurechtzufinden, aber es ist wichtig, ein versierter Reisender zu sein. Ganz gewiss. Okay, Zeit, dieses Taxiwissen bei meiner nächsten Reise durch die Stadt auf die Probe zu stellen. Toller Plan. Denken Sie daran, nach diesen Messgeräten Ausschau zu halten und Markierungen zu identifizieren. Sicher reisen. Wird reichen. Ich weiß den Rat zu schätzen, er wird sich als nützlich erweisen. In Ordnung, weiter zu meinem nächsten Ziel. Lektion 5. Eine gemütliche Schlafzimmeroase schaffen. Hey Anna, ich versuche mein Schlafzimmer neu zu dekorieren, um es zu einem erholsamen Rückzugsort zu machen.
Hast du irgendwelche Tipps? Oh, das klingt nach einem großartigen Projekt. Ich liebe es, gemütliche, friedliche Räume zu schaffen. Auf welche Art von Stimmung strebst du an? Nun, ich möchte, dass es sich wirklich beruhigend und ruhig anfühlt, weißt du? Ich denke an sanfte Farben, Plüschtextilien und vielleicht ein paar natürliche Elemente. Absolut. Die sind alle perfekt für ein ruhiges Schlafzimmer. Ich würde vorschlagen, mit einer beruhigenden Farbe an den Wänden zu beginnen, zum Beispiel einem sanften Blau oder Salbeigrün. Die klingen wunderbar. Und was die Bettwäsche angeht, meinst du, ich sollte eher einfarbig bleiben oder ein paar Muster ausprobieren? Ich würde es ein bisschen durcheinander bringen. Vielleicht ein paar frische weiße Laken mit einem gemusterten Bettbezug in einem passenden Farbton. Das ist eine tolle Idee. Ich habe auch darüber nachgedacht, ein paar gemütliche Kissen und einen flauschigen Teppich hinzuzufügen. Oh ja, diese Textilien werden dafür sorgen, dass es sich so einladend anfühlt. Und vergessen Sie nicht die Beleuchtung. Schwache, warme Lampen sorgen für ein entspanntes Ambiente. Guter Punkt. Vielleicht hole ich mir ein paar dieser coolen Himalaya-Salzlampen, die ich überall gesehen habe. Oh, die wären perfekt. Sie strahlen den ruhigsten, beruhigendsten Glanz aus. In Ordnung, ich freue mich schon darauf. Danke für all die tollen Tipps, Anna. Lektion 6. Eine gruselige Halloween-Party. Hey Anna, hast du die ganzen Halloween-Dekorationen in der Stadt gesehen? Ich fühle mich in gruseliger Stimmung. Unbedingt. Ich liebe diese Jahreszeit. Hast du angefangen, dein Kostüm für Halloween-Partys zu planen? Nein, noch nicht. Ich versuche immer noch zu entscheiden, als was ich gehen soll. Es gibt einfach so viele lustige Optionen. Prinzessinnen, Könige, Königinnen, sogar Skelette. Oh, ein Skelettkostüm wäre super cool und gruselig. Oder du könntest dich für etwas Kreativeres entscheiden, wie einen Kürbis oder ein Spukhaus. Das sind tolle Ideen. Ich habe auch darüber nachgedacht, mich als Vampir zu verkleiden. Reißzähne, Umhang, ganze 9 Meter. Oh, das wäre perfekt. Du könntest wirklich in die Rolle einsteigen und dich ganz geheimnisvoll und höflich verhalten. Haha ja, ich müsste mein finsteres Vampirlachen perfektionieren. Vielleicht versuche ich sogar, eine Schlosskulisse im Windtagelook zu finden. Oh, eine gruselige Schlosskulisse würde dafür sorgen, dass es sich so authentisch anfühlt. Und du musst den ganzen dramatischen Umhang machen, wenn du den Raum betrittst. Unbedingt. Ich freue mich schon, wenn ich nur daran denke. Was ist mit dir? Hast du dich schon für ein Kostüm entschieden? Ich denke darüber nach, dieses Jahr als Hexe hinzugehen. Du weißt schon, das ganze schwarze Kleid, der spitze Hut und die Situation. Oh, eine böse Hexe, ich liebe es. Wir könnten zusammen ein ganzes Spukhausthema machen. Ich liebe diese Idee. Wir würden ein so dynamisches Duo bilden, der höfliche Vampir und die gruselige Hexe. Dann ist es ein Plan. Das wird die gruseligste und lustigste Halloween-Party aller Zeiten. Lektion 7. Eine flexible Arbeitsvereinbarung. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit dir über etwas sprechen, das meinen Arbeitsplan betrifft. Ach, was ist los, John? Ist alles in Ordnung mit deinem Job? Nun, ich habe darüber nachgedacht,
meinen Chef um eine flexiblere Arbeitsvereinbarung zu bitten. Ich finde, das aktuelle System ist etwas zu starr. Ich verstehe. Auf welche Veränderungen erhoffst du dir genau? Mehr Optionen für Telearbeit oder einstellbare Arbeitszeiten? Idealerweise eine Kombination aus beidem. Ich würde die Möglichkeit lieben, ein paar Tage die Woche von zu Hause aus zu arbeiten und vielleicht meine Start- und Endzeiten anzupassen. Das macht Sinn. Diese Art von Flexibilität kann wirklich zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beitragen. Genau. Ich habe das Gefühl, dass ich produktiver und konzentrierter sein könnte, wenn ich etwas mehr Kontrolle über meinen Zeitplan hätte. Ich stimme zu. Haben Sie einen Vorschlag ausgearbeitet, den Sie Ihrem Chef vorlegen möchten? Ich habe daran gearbeitet, aber ich bin etwas nervös, wie Sie reagieren werden. Was ist, wenn Sie denken, dass ich mich nicht so sehr für meinen Job engagiere? Darüber würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. Solange Sie nachweisen können, dass Sie Ihrer Verantwortung weiterhin nachkommen, sollten Sie dafür offen sein. Das ist ein gutes Argument. Und ich könnte anbieten, für wichtige Besprechungen oder Check-ins zur Verfügung zu stehen, auch an meinen abgelegenen Tagen. Absolut. Positionieren Sie es so, dass Sie effizienter arbeiten können, nicht weniger. Ich bin sicher, Sie werden die Vorteile sehen. Okay, ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Danke für die Ermutigung, Anna. Ich werde diesen Vorschlag zusammenstellen. Jederzeit. Ich hoffe, es klappt alles für dich. Seien Sie einfach bereit zu zeigen, wie sich dies positiv auf Ihre Produktivität auswirken wird. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, das mit mir zu besprechen. Lektion 8. Ein durchdachtes Geburtstagsgeschenk. Hey Anna, ich wollte dir von diesem tollen Geburtstagsgeschenk erzählen, das ich von meiner Mutter erhalten habe. Oh, wie aufregend. Was hat sie dir gekauft? Nun, weißt du, ich habe mich in letzter Zeit sehr für Landschaftsmalerei interessiert. Sie beauftragte einen lokalen Künstler, ein maßgefertigtes Stück für mich anzufertigen. Wow, das ist so nachdenklich. Ich kann mir vorstellen, wie besonders sich das anfühlen muss. Es war unglaublich berührend. Sie sagte, der Künstler habe Stunden damit verbracht, eine meiner Lieblingsansichten sorgfältig festzuhalten. Das ist so lieb von ihr. So ein personalisiertes Kunstwerk muss so bedeutungsvoll sein. Definitiv. Ich war wirklich gerührt, dass sie sich all diese Mühe nur zu meinem Geburtstag gegeben hat. Es zeigt, wie sehr sie auf ihre Interessen und Hobbys achtet. Diese Art von Nachdenklichkeit ist von unschätzbarem Wert. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, es in meinem Wohnzimmer aufzuhängen. Es wird das Herzstück des Raums sein. Ich wette, es wird umwerfend aussehen. Was für eine tolle Art, deinen Geburtstag zu feiern. Ich weiß, ich fühle mich so glücklich. Meine Mutter hat sich dieses Jahr wirklich selbst übertroffen. Nun, sie weiß eindeutig, wie man das perfekte Geschenk auswählt. Du solltest stolz darauf sein, einen so fürsorglichen Elternteil zu haben. Das bin ich, und ich bin dankbar für sie. Sie hat meine Leidenschaften und kreativen Aktivitäten immer so unterstützt. Das ist wunderbar, John. Ich bin sicher, Sie werden dieses Gemälde noch viele Jahre lang schätzen. Definitiv. Es wird eine ständige Erinnerung an ihre Liebe und Fürsorge sein.
Lektion 9. Die Auswirkungen von Alkohol. Hey Anna, ich wollte mit dir über die Auswirkungen von Alkohol sprechen. Hast du ein paar Minuten? Absolut. John, ich freue mich, das mit Ihnen zu besprechen. Was würdest du gerne wissen? Nun, ich weiß, dass Alkohol als Beruhigungsmittel gilt, aber ich bin neugierig, mehr darüber zu erfahren, wie er sich tatsächlich auf Körper und Geist auswirkt. Das ist eine gute Frage. Alkohol wird als Beruhigungsmittel eingestuft, weil er das Zentralnervensystem verlangsamt. Dies kann zu verschiedenen körperlichen und psychischen Auswirkungen führen. Interessant. Was sind einige der häufigsten körperlichen Auswirkungen, die Menschen erleben, wenn sie trinken? Zu den häufigsten körperlichen Auswirkungen gehören verschwommenes Sprechen, Koordinationsstörungen und langsamere Reaktionszeiten. Alkohol dehydriert auch den Körper und kann zu Übelkeit oder Erbrechen führen. Ich verstehe. Und was ist mit den mentalen und emotionalen Auswirkungen? Wie beeinflusst Alkohol unsere Stimmung und Kognition? Alkohol ist eine bekannte stimmungsverändernde Substanz. Es kann dazu führen, dass sich Menschen zunächst entspannter oder hemmungsloser fühlen. Wenn die Vergiftung jedoch nachlässt, führt dies häufig zu Depressionen oder Angstgefühlen. Das macht Sinn. Mir ist aufgefallen, dass es meine Fähigkeit, klar zu denken und gute Entscheidungen zu treffen, wirklich beeinträchtigen kann. Genau. Alkohol beeinträchtigt das Urteilsvermögen, die Fähigkeiten zur Problemlösung und die allgemeine kognitive Funktion. Es wird schwieriger, Risiken einzuschätzen oder Impulse zu kontrollieren. Ja, ich kann mir definitiv vorstellen, dass das gefährlich wäre, besonders für Dinge wie Autofahren. Gibt es langfristige Auswirkungen von regelmäßigem Alkoholkonsum? Absolut. Chronischer, starker Alkoholkonsum kann zu schwerwiegenden Gesundheitsproblemen wie Leberschäden, Herz-Kreislauf-Problemen und Gehirnerkrankungen führen. Es kann auch persönliche Beziehungen und die Arbeitsleistung stören. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass die Auswirkungen so schwerwiegend sein könnten. Es ist wirklich wichtig, sich der Risiken bewusst zu sein. Absolut. Sich über die Wirkung von Alkohol zu informieren, ist der erste Schritt, um ein gesundes Verhältnis zu Alkohol aufzubauen, wenn man sich entscheidet, Alkohol zu trinken. Du hast recht. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mir das alles zu erklären, Anna. Es war wirklich informativ. Lektion 10. Erforschung globaler Rivalitäten. Guten Morgen, Anna. Ich habe über die Geschichte Englands und Frankreichs gelesen und bin gespannt auf Ihre Gedanken. Oh, das ist ein faszinierendes Thema. Was haben Sie bisher über die Beziehung zwischen diesen beiden Nationen gelernt? Nun, soweit ich weiß, gab es um 1750 eine Menge Konkurrenz und sogar Feindseligkeit zwischen ihnen auf der globalen Bühne. Absolut. England und Frankreich waren jahrhundertelang Rivalen und wetteiferten um Kolonialgebiete, Handelsdominanz und politischen Einfluss. Richtig, und ich habe gelesen, dass ihre Spannungen in dieser Zeit wirklich überzukochen begannen. Es gab eine Reihe von Konflikten und Kriegen, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Die beiden Länder führten mehrere große Kriege, wie den österreichischen Erbfolgekrieg und den Siebenjährigen Krieg, während sie um die Macht rangen. Interessant. Was waren damals einige der Schlüsselfaktoren für die intensive Rivalität zwischen England und Frankreich? Nun,
Ein großer Teil davon war ihre Konkurrenz um koloniale Besitztümer und Handelswege auf der ganzen Welt. Sie versuchten beide, ihre Imperien und ihren wirtschaftlichen Einfluss zu erweitern. Ah, ich verstehe. Es war also wirklich ein Kampf um globale Vorherrschaft und Ressourcen. Spielten auch ihre politischen und religiösen Unterschiede eine Rolle? Absolut. Die protestantisch-katholische Kluft zwischen den beiden Nationen war eine ständige Quelle von Spannungen. Sie hatten auch konkurrierende Visionen für das Kräfteverhältnis in Europa. Das macht Sinn. Es scheint, als wäre es eine facettenreiche Rivalität gewesen, die in einem komplexen Geflecht politischer, wirtschaftlicher und ideologischer Faktoren wurzelt. Genau. Die Dynamik zwischen England und Frankreich war in dieser Zeit ein zentraler Bestandteil der geopolitischen Landschaft. Sie hat den Verlauf der europäischen Geschichte und der Weltgeschichte wirklich geprägt. Faszinierend. Ich schätze es, dass Sie so einen großartigen Kontext und Einblick zu diesem Thema bieten. Es hat mir geholfen, ein viel besseres Verständnis zu entwickeln. Ich freue mich, Ihnen einen hilfreichen Überblick geben zu können. Die Rivalität zwischen England und Frankreich ist ein so faszinierender Aspekt der Weltpolitik des 18. Jahrhunderts. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt gut verstehe. Das war eine wirklich informative Diskussion. Lektion 11. Eine zufällige Begegnung. Hey Anna, kann ich dich etwas Persönliches fragen? Natürlich. John, was beschäftigt dich? Nun, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie wir uns kennengelernt haben und dass, wenn bestimmte Dinge anders gelaufen wären, wir vielleicht nie Freunde geworden wären. Das ist ein interessanter Gedanke. Was meinst du genau? Nun, weißt du, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich habe mich in dem großen Kaufhaus völlig verirrt und du hast mir geholfen, meinen Weg zu finden. Oh ja, daran erinnere ich mich. Du sahst so verwirrt aus, als du ziellos herumgelaufen bist. Haha, ja, ich war ein totales Chaos. Aber du hast dir die Zeit genommen, anzuhalten und mir zu helfen, obwohl du es nicht musstest. Nun, ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Ich weiß, wie stressig es sein kann, sich an einem unbekannten Ort zu verirren. Genau. Und stell dir vor, wenn du in dem Moment nicht dort gewesen wärst, hätten wir uns vielleicht nie getroffen und wären Freunde geworden. Wow, du hast recht. Es ist verrückt, darüber nachzudenken, wie ein einfacher Akt der Freundlichkeit einen so großen Einfluss auf unser Leben haben kann. Definitiv. Ich bin wirklich dankbar, dass du an dem Tag dort warst. Unsere Freundschaft bedeutet mir so viel. Oh, John, das ist so nett von dir, das zu sagen. Mir geht es genauso. Ich freue mich, dass wir uns verbinden konnten. Ich auch. Es zeigt einfach, wie selbst kleinste Gesten zu etwas wirklich Sinnvollem führen können. Absolut. Manchmal kommen die wichtigsten Dinge im Leben von den unerwartetsten Orten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich freue mich einfach, dass ich die Gelegenheit hatte, dich kennenzulernen. Du bist eine ziemlich tolle Person, weißt du. Haha, jetzt bin ich wieder bei dir, mein Freund. Ich habe Glück, dich auch in meinem Leben zu haben. Gut gesagt. Das war ein wirklich netter kleiner Chat. Ich freue mich, dass wir darüber nachdenken konnten, wie wir uns kennengelernt und Freunde geworden sind. Ich auch. Es ist immer gut, diese kleinen Momente zu schätzen, die am Ende so wirkungsvoll sind. Absolut.
Danke, dass du mich verwöhnt hast, Anna. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch hatten. Lektion 12. Die Freude am Grillen. Hey Anna, ich habe Lust auf ein gutes, altmodisches Barbecue. Wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende den Grill anmachen? Oh, das klingt unglaublich. Es gibt nichts Schöneres als den Geschmack von frischem Essen vom Grill. Absolut. Ich liebe das rauchige Aroma und die Art und Weise, wie die Hitze die Außenseite von Fleisch und Gemüse karamellisiert. Ich auch. Es ist einfach so köstlich. Außerdem ist Grillen eine unterhaltsame und gemeinschaftliche Art zu kochen. Vollkommen. Es ist die perfekte Ausrede, um ein paar Freunde zu treffen, ein paar Kalte zu öffnen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Definitiv. Wir könnten ein ganzes Festmahl im Freien daraus machen. Burger, Hotdogs, vielleicht ein paar Spieße mit mariniertem Hühnchen oder Garnelen. Das klingt alles so gut. Und vergessen Sie nicht den klassischen gegrillten Maiskolben und die saftige Wassermelone zum Nachtisch. Oh ja, der komplette Grillplatz im Hinterhof. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Ein hausgemachtes Grillgericht hat einfach etwas so Befriedigendes an sich, weißt du? Absolut. Nichts kann diesen authentischen Geschmack auf offener Flamme genau nachahmen. Es ist wie ein Vorgeschmack auf den Sommer. Genau. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, mit Marinaden und Gewürzen kreativ zu werden. Ich wollte diese neue Gewürzmischung ausprobieren, die ich gefunden habe. Oh, erzähl es. Welche Geschmacksrichtungen erwägst du zu verwenden? Nun, ich dachte an eine schöne rauchige Paprika, etwas braunen Zucker für einen Hauch von Süße und einen Hauch Cayennepfeffer für einen kleinen Kick. Lecker, das klingt unglaublich. Ich kann es schon fast riechen, wie es auf dem Grill brutzelt. Richtig. Ich werde schon aufgeregt, wenn ich nur darüber rede. Die Grillsession an diesem Wochenende wird episch. Ich kann es kaum erwarten. Das wird der perfekte Start in den Sommer sein. Ich bringe etwas frische Limonade mit, um alles abzuspülen. Klingt nach einem Plan. Das wird eine köstliche, unvergessliche Party im Hinterhof. Lektion 13. Priorisierung von Hausrenovierungen. In Ordnung, Anna. Ich versuche die beste Reihenfolge für einige Renovierungsprojekte zu finden und ich könnte Ihre Meinung gebrauchen. Klar, ich helfe gerne. Welche Projekte erwägen Sie und was ist Ihr übergeordnetes Ziel? Nun, ich bin hin und her gerissen, ob ich mit der Küche oder dem Badezimmer anfangen soll. Die Küche ist in einem ziemlich rauen Zustand, aber auch das Badezimmer muss dringend renoviert werden. Das ist eine schwierige Entscheidung. Beide Räume sind ein fester Bestandteil eines Hauses, daher ist es wichtig, Prioritäten sorgfältig zu setzen. Genau. Ich will sicher gehen, dass ich das Beste für mein Geld kriege, weißt du? Zum Beispiel, welches würde mir die größte Kapitalrendite bringen? Das ist ein gutes Argument. Im Allgemeinen bietet die Küche bei Renovierungen von Häusern tendenziell eine höhere Rendite. Oh, wirklich? Das war mir nicht bewusst. Warum wird die Küche als bessere Investition angesehen? Nun, die Küche wird oft als das Herzstück des Hauses angesehen.
Eine moderne, modernisierte Küche kann den Gesamtwert eines Hauses erheblich steigern. Ah, ich verstehe. Das wäre also auf lange Sicht der klügere finanzielle Schachzug, oder? Möglicherweise ja. Aber das hängt natürlich auch vom spezifischen Zustand Ihres Badezimmers ab und davon, wie viel Arbeit es benötigt. Das stimmt. Das Badezimmer ist auch ziemlich veraltet, und ich weiß, dass Sanitärprobleme sehr teuer werden können. Definitiv. Eine komplette Renovierung des Badezimmers kann später auch ein wichtiges Verkaufsargument für potenzielle Käufer sein. Okay. Also ist es eine Art Verwarnung. Was denkst du wäre der beste Ansatz? Nun, ich würde wahrscheinlich empfehlen, zuerst mit der Küche zu beginnen, wenn das machbar ist. Das scheint die sicherere Investition zu sein. Ich hab's. Und dann könnte ich vielleicht das Badezimmer in Angriff nehmen, wenn die Küche fertig ist, oder? Genau. Auf diese Weise kümmern Sie sich zuerst um das Projekt mit höherer Wirkung, und dann können Sie sich auf das Badezimmer konzentrieren, wenn Sie Zeit und Budget haben. Das macht sehr viel Sinn. Okay, ich glaube, ich werde zuerst mit der Küchenrenovierung beginnen. Danke, dass du mir das erklärt hast, Anna. Natürlich. Ich freue mich, Ihnen einige hilfreiche Hinweise zur Priorisierung Ihrer Heimprojekte geben zu können. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Ratschläge benötigen. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das mit mir zu besprechen. Es hat mir einen viel klareren Aktionsplan gegeben. Lektion 14. Die besten Lebensmittelangebote finden. Hey Anna, ich gehe gleich zum Supermarkt. Haben Sie in letzter Zeit gute Angebote oder Rabatte bemerkt, nach denen ich Ausschau halten sollte? Oh, das ist eine gute Frage, John. Ich war gestern erst im Laden und habe einige wirklich fantastische Angebote gesehen. Toll, welche Produkte waren auf der Sonderaktion? Ich versuche immer, ein paar Dollar zu sparen, wenn ich kann. Nun, zum einen hatten sie einen tollen Verkauf an einigen Premium-Fleischstücken. Ich glaube, die Steaks und Schweinekotelettes waren um die 20% günstiger. Oh, das ist der perfekte Zeitpunkt. Ich hatte vor, dieses Wochenende ein paar Steaks zu grillen. Gut zu wissen, dass ich sie im Angebot ergattern kann. Nutzen Sie das auf jeden Fall aus. Sie hatten auch einige wirklich nette Angebote für frische Produkte. Die Erdbeeren und Blaubeeren waren eins kaufen, eins gratis bekommen. Auf keinen Fall, das ist ein toller Deal. Ich liebe es, viel frisches Obst zur Hand zu haben, besonders im Sommer. Ich auch. Und sie hatten auch einige wirklich gute Verkäufe mit Grundnahrungsmitteln wie Olivenöl, Bohnenkonserven und Vollkornnudeln. Toll, das sind alle Arten von Basics, mit denen ich versuche, mich einzudecken, wenn sie vergünstigt sind. Definitiv gut zu wissen. Absolut. Oh, und sie boten eine Treueprämie für kostenlose Backwaren an, wenn sie mehr als einen bestimmten Betrag ausgegeben haben. Oh, kostenlose Backwaren? Jetzt sprichst du wirklich meine Sprache. Das werde ich auf jeden Fall ausnutzen. Haha, ich dachte, du würdest dich darüber freuen. Du musst dir ein paar frische Backwaren gönnen, oder? Ganz gewiss. Das klingt alles unglaublich. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie mir Insider-Informationen über die besten Angebote gegeben haben.
Natürlich. Ich freue mich immer, Tipps zum Geldsparen zu geben, besonders wenn es um Lebensmitteleinkäufe geht. Du bist der Beste. Das wird mir helfen, mein Budget noch weiter auszudehnen. Zeit, meine Einkaufsliste zusammenzustellen. Klingt nach einem Plan. Viel Spaß im Laden und lass mich wissen, wenn du noch andere tolle Angebote findest. Wird reichen. Nochmals vielen Dank, Anna. Das war super hilfreich. Lektion 15. Eine produktive Morgenroutine ausarbeiten. Guten Morgen, Anna. Ich wollte dich nach deiner täglichen Morgenroutine fragen. Wie sieht ein typischer Tag für dich aus? Oh, das ist ein interessantes Thema. Nun, nachdem ich aufgewacht bin, esse ich als erstes ein gesundes Frühstück. Toll. Welche Art von Frühstücksnahrung nimmst du normalerweise? Ich halte es gerne einfach, vielleicht etwas Haferbrei mit frischem Obst oder vielleicht Rührei und Vollkorntoast. Klingt köstlich und nahrhaft. Was ist der nächste Schritt in deiner Morgenroutine nach dem Frühstück? Nun, wenn ich mit dem Essen fertig bin, achte ich darauf, mich für den Tag anzuziehen und mein Bett aufzuräumen. Wenn ich die Dinge organisiert habe, fühle ich mich wirklich vorbereitet. Ah ja, das Bett zu machen ist eine so unterschätzte, aber wichtige Angewohnheit, nicht wahr? Was kommt danach für dich? Gute Frage. Sobald ich startklar bin, nehme ich mir normalerweise ein paar Minuten Zeit, um meinen Zeitplan zu überprüfen und meinen Tag zu planen. Oh, das gefällt mir. Ein Plan muss Ihnen helfen, den Überblick zu behalten. Was ist der letzte Teil deiner Morgenroutine? Nun, das Letzte, was ich mache, bevor ich zur Tür gehe, ist, schnell alle E-Mails oder Nachrichten zu scannen, die ich möglicherweise über Nacht erhalten habe. Kluger Schachzug. Ich muss heutzutage den Überblick über all die Kommunikation behalten. Deine ganze Morgenroutine klingt wirklich gut strukturiert. Danke. Ich finde, ein konsistenter, produktiver Morgen bereitet mich auf einen erfolgreichen Tag vor. Was ist mit dir, John? Wie sieht dein typischer Morgen aus? Um ehrlich zu sein, kann mein Morgen manchmal etwas überladen sein. Ich habe definitiv nicht so viel Struktur wie du. Überhaupt keine Sorgen. Jeder hat seinen eigenen Rhythmus. Welche Dinge versuchst du morgens zu erreichen, auch wenn es nicht so reglementiert ist? Nun, ich achte immer darauf, mich anzuziehen und vorzeigbar zu sein, bevor ich losgehe. Und ich versuche, ein ordentliches Frühstück zu haben, auch wenn es nur ein schneller Smoothie oder so ist. Das ist großartig. Selbst diese kleinen Gewohnheiten können einen großen Unterschied machen. Und es ist auch sehr hilfreich, sich Zeit zu nehmen, um Ihren Tag zu planen, auch wenn es nur eine mentale Checkliste ist. Du hast absolut recht. Ich möchte auf jeden Fall daran arbeiten, bewusster mit meinen Vormittagen umzugehen. Deine Routine ist super inspirierend. Ich freue mich, dass ich einige Ideen liefern konnte. Am Ende des Tages liegt der Schlüssel darin, herauszufinden, was für Ihren eigenen Lebensstil und Ihre Vorlieben am besten geeignet ist. Definitiv. Danke, dass du mit mir darüber geschattet hast, Anna. Ich fühle mich motiviert, meine Morgenroutine jetzt neu zu bewerten. Jederzeit, John. Ich freue mich, dass ich eine hilfreiche Perspektive anbieten konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie in Zukunft weitere Tipps austauschen möchten. Wird reichen. Das war eine wirklich aufschlussreiche Diskussion. Ich weiß es zu schätzen,
dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich durch Ihren morgendlichen Prozess zu führen. Lektion 16. Die Kunst des präzisen Messens und Schneidens. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit an einigen DIY-Projekten rund um das Haus gearbeitet und wollte deinen Rat zu den besten Techniken zum Messen und Schneiden von Materialien einholen. Oh, das ist ein tolles Thema. Das richtige Messen und Schneiden ist für jedes erfolgreiche Heimwerken von entscheidender Bedeutung. Welche Art von Projekten haben Sie in Angriff genommen? Nun, ich habe versucht, ein paar maßgefertigte Regale für mein Büro zu bauen. Und ich kann die Maße einfach nicht verstehen und die Schnitte sind perfekt gerade und sauber. Ich verstehe. Das präzise Schneiden von Holz oder anderen Materialien kann definitiv eine Herausforderung sein. Welche Schritte haben Sie bisher unternommen? Nun, ich achte immer darauf, zuerst den Raum und die Materialien sorgfältig auszumessen. Aber wenn ich es dann tatsächlich zuschneide, kommen die Linien nie so sauber heraus, wie ich es gerne hätte. Ich verstehe. Hast du ein Lineal oder Maßband benutzt, um deine Schnittlinien zu markieren? Ja, ich verwende ein Maßband, um die Maße zu ermitteln, und dann versuche ich, vor dem Schneiden eine gerade Linie mit einem Bleistift zu zeichnen. Okay, das ist ein guter Anfang. Ein Trick, den ich als hilfreich empfand, besteht darin, eine gerade Kante oder sogar eine Ebene zu verwenden, um den Stift beim Zeichnen der Schnittlinie zu orientieren. Ah, ich verstehe. Das ergibt sehr viel Sinn. Etwas Starres zu verwenden, um die Linie gerade zu halten, würde wahrscheinlich sehr helfen. Genau. Und sobald Sie diese schöne, knackige Bleistiftlinie haben, sollten Sie darauf achten, dass Sie eine scharfe, hochwertige Schere oder ein Allzweckmesser verwenden, um entlang der Linie zu schneiden. Oh, gutes Argument. Ich habe nur eine einfache Haushaltsschere benutzt, aber vielleicht würde es einen Unterschied machen, in schickere Schneidwerkzeuge zu investieren. Absolut. Spezialscheren, die zum Schneiden von Materialien wie Holz oder Kunststoff entwickelt wurden, können die Präzision ihrer Schnitte erheblich verbessern. Das ist wirklich gut zu wissen. Ich muss mir überlegen, ob ich mir ein paar hochwertigere Schneidwerkzeuge besorgen muss. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Nun, ein weiterer Tipp ist, zweimal zu messen und einmal zu schneiden. Es ist wichtig, Ihre Maße zu überprüfen, bevor Sie sich auf den Schnitt festlegen. Haha, ja, dieses alte Sprichwort ist definitiv ein weiser Rat. Eine Unze Vorbeugung ist ein Pfund Heilung wert, wie man so schön sagt. Genau. Wenn Sie sich diesen zusätzlichen Moment nehmen, um zu überprüfen, ob alles richtig ausgerichtet und gemessen ist, können Sie sich später viele Kopfschmerzen ersparen. Du hast so recht. Das war unglaublich hilfreich, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser gerüstet, um mein nächstes DIY-Projekt in Angriff zu nehmen. Ich freue mich sehr, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte. Richtige Mess- und Schneidtechniken machen einen großen Unterschied in der Qualität des Endprodukts aus. Ganz gewiss. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mir das alles zu erklären. Ich weiß, dass meine DIY-Fähigkeiten bald aufsteigen werden. Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während der Arbeit an Ihrem nächsten Projekt weitere Fragen haben. Ich freue mich immer, zu teilen, was ich gelernt habe. Wird reichen. Das war ein großartiges Gespräch. Nochmals vielen Dank, Anna, du bist die Beste. Lektion 17. Eine unerwartete medizinische Begegnung. Hey Anna, ich wollte dir von diesem wirklich seltsamen Arzttermin erzählen, den ich neulich hatte. Es war so unerwartet. Oh, wirklich?
Was ist passiert? Ich bin fasziniert. Nun, ich musste routinemäßige Blutuntersuchungen machen, und als ich dort ankam, bat mich die Krankenschwester um eine Speichelprobe. Eine Speichelprobe? Das ist etwas ungewöhnlich für einen Standardbluttest. Was musstest du tun? Ja, ich fand es auch komisch. Sie reichte mir diese kleine schüsselartige Schüssel und sagte mir, ich müsse hineinspucken. In eine Schüssel spucken? Das klingt ein bisschen komisch. Was ist als nächstes passiert? Nun, ich habe es versucht, aber der Speichel spritzte einfach raus, anstatt sauber reinzutropfen. Es war ein totales Durcheinander. Oh nein, wie peinlich. Ich kann mir nur vorstellen, wie peinlich das gewesen sein muss. Es war so peinlich. Die Krankenschwester musste mir eine frische Schüssel geben und mich Schritt für Schritt durch den Vorgang führen. Huch, das klingt demütigend. Aber wenigstens war die Schwester verständnisvoll und hat dir geholfen. Ja, sie war wirklich nett dabei. Aber ich konnte einfach nicht glauben, dass ich mit etwas so Einfachem so sehr zu kämpfen hatte. Sei nicht zu hart zu dir selbst. Die Bereitstellung einer Speichelprobe ist nicht gerade die natürlichste Sache. Ich bin sicher, das passiert öfter als Sie denken. Ich nehme an, du hast recht. Ich kam mir einfach so albern vor, weißt du? Ich bin normalerweise ziemlich gut darin, medizinische Anweisungen zu befolgen. Ich verstehe es. Es ist verständlich, sich in einer solchen unerwarteten Situation etwas nervös zu fühlen. Das Wichtigste ist, dass du es geschafft hast. Das stimmt. Und hey, wenigstens gab es mir eine lustige Geschichte zu erzählen, oder? Ich werde auf jeden Fall besser vorbereitet sein, falls ich das jemals wieder tun muss. Haha, absolut. Sie können es als eine einzigartige Lebenserfahrung zusammenfassen. Und wer weiß, vielleicht war Ihre Speichelprobe der Schlüssel zu einer bahnbrechenden medizinischen Entdeckung. Haha, wäre das nicht etwas? Obwohl ich es vorziehen würde, wenn mein Anspruch auf Ruhm nicht nur meine Fähigkeit wäre, auf Befehl zu sabbern. Faires Argument. Vielleicht finden wir für Sie einen würdevolleren Weg, der Welt Ihren Stempel aufzudrücken. Aber in der Zwischenzeit hast du wenigstens ein gutes Lachen über diese ganze Tortur. Das hast du richtig verstanden. Danke, dass ich über mein seltsames medizinisches Abenteuer berichten dürfte, Anna. Mir geht es schon besser. Jederzeit, John. Ich bin immer da, wenn du deine spektakulären Geschichten teilen willst. Haha, du bist der Beste. Ich bin einfach froh, dass ich mich darauf verlassen kann, dass du mich zum Lachen bringst, auch in den peinlichsten Situationen. Lektion 18. Potluck-Planung für ein Gruppentreffen. In Ordnung, Anna. Ich habe eine Frage an dich zu unserem bevorstehenden Büro-Potluck. Was für ein Gericht sollte ich zum Teilen mitbringen? Oh, ein Potluck, wie lustig. Ich denke, ein leckeres Dessert mitzubringen, wäre ein großartiger Beitrag. Ein Dessert, hm? Das ist eine gute Idee. Gibt es besondere Süßigkeiten, von denen du denkst, dass sie gut zu der Gruppe passen würden? Nun, etwas, das einfach zu teilen und zu genießen ist, wäre perfekt. Vielleicht eine schöne Portion Brownies oder ein paar lustige Cupcakes. Oh, Brownies klingen köstlich. Und Cupcakes sind immer ein Publikumsliebling, nicht wahr? Unbedingt. Außerdem wird es ein nettes süßes Element hinzufügen,
um all die herzhaften Gerichte auszugleichen, die die Leute wahrscheinlich mitbringen werden. Das ist ein wirklich gutes Argument. Ich möchte sicherstellen, dass es eine schöne Abwechslung gibt, die jeder genießen kann. Genau. Und Sie können sogar kreativ mit den Aromen oder Belägen werden, um Ihr Dessert wirklich hervorzuheben. Oh, was denn? Ich bin offen für Vorschläge. Ich möchte etwas ganz Besonderes mitbringen. Nun, du könntest einen klassischen Schokoladenbrownie machen, aber dann mit etwas Erdnussbutter oder gehackten Nüssen belegen. Das klingt unglaublich. Die salzig-süße Kombination ist immer ein Gewinner. Definitiv. Oder du könntest einen lustigen Cupcake-Geschmack verwenden, wie vielleicht Red Velvet oder Zitrone mit einem Buttercremezuckerguss. Die beiden klingen fantastisch. Jetzt bin ich hin und hergerissen zwischen Brownies und Cupcakes. Beide klingen so gut. Nun, in dem Fall könntest du vielleicht ein bisschen von beidem machen? Mach eine Menge Brownies und dann ein paar verschiedene Cupcake-Geschmacksrichtungen. Oh, ja. Oh, das ist eine tolle Idee. Deckt auf diese Weise alle Grundlagen ab. Ich liebe es. Absolut. Auf diese Weise haben sie sicher etwas für jeden Naschkatzen. Du bist die Beste, Anna. Dadurch wird mein Potluck-Beitrag mit Sicherheit auffallen. Ich freue mich, dass ich dazu beitragen konnte, leckere Inspirationen zu finden. Stell sicher, dass du mir einen Cupcake sparst, okay? Du hast es. Ich stelle sicher, dass ich ein paar beiseite lege, nur für dich. Haha, perfekt. Ich freue mich darauf, deine Kreationen beim Potluck zu probieren. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten, die Reaktionen aller zu sehen. Das wird so viel Spaß machen. Lektion 19. Diskussion eines vielversprechenden Kooperationsvorschlags. Guten Morgen, Anna. Ich wollte den Kooperationsvorschlag besprechen, an dem wir gearbeitet haben. Was sind deine bisherigen Gedanken? Guten Morgen, John. Ich habe den Vorschlag im Detail geprüft, und ich muss sagen, ich freue mich sehr über das Potenzial dieses Projekts. Hervorragend, das freut mich zu hören. Welche besonderen Aspekte des Vorschlags halten Sie für vielversprechend? Nun, ich denke, die Synergie zwischen unseren beiden Organisationen ist ein großes Plus. Unsere sich ergänzenden Fähigkeiten und Ressourcen könnten zu einer wirklich starken Partnerschaft führen. Ich stimme voll und ganz zu. Ich denke, wir könnten die Stärken des jeweils anderen nutzen, um etwas wirklich Innovatives zu entwickeln. Absolut. Und der Zeitplan und die Meilensteine, die Sie skizziert haben, scheinen sehr realistisch und erreichbar zu sein, was mir Vertrauen in unsere Fähigkeit gibt, sie umzusetzen. Das ist toll zu hören. Ich weiß, dass wir viel Arbeit in die Erstellung eines detaillierten Projektplans gesteckt haben, also freue ich mich, dass er sich als machbar herausstellt. Ja, die Planung sieht grundsolide aus. Und ich freue mich sehr über die möglichen Auswirkungen, die diese Zusammenarbeit auf unsere Zielgruppe haben könnte. Definitiv. Das Erreichen eines breiteren Kundenstamms ist für mich ein wichtiger Faktor. Daher freue ich mich sehr, dass Sie dies als eine für beide Seiten vorteilhafte Gelegenheit betrachten. Absolut. Ich denke, die Kombination unserer Marketingbemühungen und der Markenbekanntheit könnte ein echter Wendepunkt sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Das fühlt sich an wie der Beginn von etwas ganz Besonderem.
Hast du noch weitere erste Gedanken oder Fragen? Die einzige andere Sache, die ich erwähnen würde, ist sicherzustellen, dass wir die finanziellen und vertraglichen Details zur Zufriedenheit aller festlegen. Guter Punkt. Wir werden sicherstellen wollen, dass wir das Budget, die Umsatzbeteiligung und die Bedingungen für geistiges Eigentum sehr klar regeln. Genau. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese Logistik so abwickeln können, dass es für unsere beiden Organisationen funktioniert. Ich habe keinen Zweifel. Sie haben recht, der Kern dieses Vorschlags ist unglaublich vielversprechend. Ich freue mich sehr darauf, das voranzutreiben. Ebenso. John. Ich denke, das könnte der Beginn einer wunderbar produktiven und profitablen Partnerschaft sein. Einverstanden. Okay, sollen wir uns später in dieser Woche mit Ihnen in Verbindung setzen, um die nächsten Schritte und Zeitpläne zu besprechen? Klingt nach einem Plan. Ich blockiere etwas Zeit in meinem Kalender. Das wird großartig. Hervorragend. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diesen Vorschlag so gründlich zu prüfen. Ihr Feedback war von unschätzbarem Wert.